Guten Tag an alle. Ich bin Peter und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder hier seid und mir zuhört. Heute möchte ich euch etwas erzählen, das ich nie vergessen werde. Es war der Tag, an dem ich zum allerersten Mal ein deutsches Gericht selbst gekocht habe. Klingt vielleicht einfach, oder? Aber glaubt mir, es war alles andere als einfach. Es war aufregend, manchmal lustig, manchmal ein bisschen chaotisch und am Ende war es eines der schönsten Erlebnisse, die ich je in einer Küche hatte. Bevor ich anfange, wie geht es euch heute? Habt ihr auch schon einmal ein neues Rezept ausprobiert, das ihr noch nie zuvor gekocht habt? Vielleicht etwas aus einem anderen Land, etwas Unbekanntes, etwas, das euch neugierig gemacht hat? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar und freue mich immer sehr darüber. Also, alles begann an einem ganz normalen Samstag im Herbst. Der Himmel draußen war grau, es war kühl und ein bisschen windig. Die Art von Tag, an dem man am liebsten drinnen bleibt, eine warme Tasse Kaffee in der Hand hält und einfach die Ruhe genießt. Und genau das tat ich. Ich saß am Küchentisch, trank meinen Kaffee und schaute einfach so durch das Fenster in den Garten. Die Blätter der Bäume waren rot und gelb, typisch Herbst. Ich hatte nichts Besonderes vor. Dann fiel mein Blick auf das Regal neben dem Fenster. Dort stand ein altes Kochbuch. Ich hatte es schon viele Male gesehen, aber nie wirklich beachtet. Es gehörte früher meiner Großmutter. Das Buch war alt, die Seiten leicht vergilbt, der Einband aus braunem Leder und der Rücken des Buches war ein bisschen abgenutzt. Es roch nach Papier und alten Zeiten. Ich nahm es in die Hände, setzte mich wieder hin und öffnete es langsam. Die erste Seite roch nach Papier und ganz leicht nach Zimt. Ich blätterte langsam durch die Seiten. Viele Rezepte kannte ich von früher. Apfelkuchen, Pfannkuchen, Linsensuppe, Kartoffelsuppe. Dinge, die meine Großmutter manchmal gekocht hatte, wenn wir als Kinder zu Besuch waren. Ich erinnerte mich an ihren Küche, an den Geruch der warmen Suppe, an das Geräusch des Kochens. Dann blieb ich bei einem bestimmten Rezept stehen. Es war handgeschrieben mit kleiner, ordentlicher Schrift. Oben auf der Seite stand Sauerbraten mit Kartoffelklößen und Rotkohl. Ich hatte Sauerbraten schon gegessen, ja, aber selbst gekocht noch nie. Ich schaute auf das Rezept. Es war lang. Die Zutaten füllten fast eine halbe Seite. Und am Rand des Blattes standen kleine Notizen in Bleistiftschrift, typisch für meine Großmutter. Dort stand, nicht zu viel Salz und den Braten mindestens 2 Tage marinieren und einmal sogar, Geduld ist die wichtigste Zutat. Ich musste lächeln, das war so typisch für sie. Ich saß da und dachte kurz nach. 2 Tage marinieren. Das bedeutet, ich fange heute an und esse übermorgen. Das war wirklich kein schnelles Rezept. Aber irgendwie machte mich das neugierig. Ich dachte, warum nicht? Heute ist Samstag. Ich habe Zeit. Ich habe das Rezept. Ich versuche es. Ich stand auf, zog meinen Mantel an und ging zum Supermarkt. Die Einkaufsliste war wirklich lang. Ich brauchte gutes Rindfleisch, am besten aus der Keule oder der Schulter. Dann Rotweinessig, Wasser, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Lorbeerblätter, Nelken, Piment, schwarze Pfefferkörner, Zucker, etwas Tomatenmark und Rotwein für die Soße. Für die Kartoffelklöße, festkochende Kartoffeln, Kartoffelstärke und ein Ei. Und für den Rotkohl, einen frischen Rotkohl, einen Apfel, etwas Essig, Zucker, Nelken und Lorbeer. Ich stand in der Gemüseabteilung und schaute auf meine Liste. Und ich lachte leise. Der Mann neben mir schaute mich kurz komisch an. Aber ich dachte, Sauerbraten ist kein Fastfood. Das ist ein deutsches Traditionsgericht. Das braucht Einsatz. Und das ist genau das Schöne daran. Ich bezahlte und ging nach Hause. Zu Hause legte ich alle Zutaten auf den Küchentisch und las das Rezept noch einmal sorgfältig durch. Der erste Schritt war die Marinade. Ich schnitt Zwiebeln und Karotten in kleine Stücke, gab sie in einen großen Topf, dazu Lorbeerblätter, Nelken, Piment und Pfefferkörner. Dann goss ich Rotweinessig und Wasser dazu. Ich erhitzte alles kurz auf dem Herd, nicht kochen lassen, nur heiß werden lassen und ließ die Marinade dann vollständig abkühlen. Das dauerte etwa 1 Stunde. Ich nutzte die Zeit und las mehr über die Geschichte des Sauerbratens. Ich lernte, dass dieses Gericht eine sehr lange Tradition in Deutschland hat, besonders im Rheinland. Früher, also wirklich früher, vor vielen Jahrhunderten, hat man oft Pferdefleisch für den Sauerbraten verwendet. Das klingt vielleicht überraschend, aber das war damals normal. Heute nimmt man natürlich Rind. Im Rheinland ist es außerdem üblich, Rosinen in die Soße zu geben. Das klingt ungewöhnlich,
aber die Kombination aus leicht süßlich und säuerlich ist wirklich besonders. Habt ihr das gewusst? Ich finde solche kleinen Details über Essen und Geschichte immer faszinierend. Was ist euer Lieblingsessen, das eine besondere Geschichte hat? Erzählt mir davon in die Kommentare. Als die Marinade abgekühlt war, legte ich das Rindfleisch hinein. Das Fleisch musste vollständig von der Marinade bedeckt sein. Ich deckte den Topf mit einem Deckel ab und stellte ihn in den Kühlschrank. Die nächsten 2 Tage hatte er seinen Platz dort. Jetzt war das Warten dran. Ich muss sagen, das Warten war fast der schwerste Teil. Nicht, weil ich so ungeduldig bin, sondern weil ich jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank öffnete, an das Fleisch dachte. Am Sonntagabend öffnete ich sogar den Topf und roch kurz hinein. Die Marinade hatte sich schon tief in das Fleisch eingezogen. Der Geruch war würzig, leicht sauer, mit einer tiefen Wärme. Ich war so neugierig, wie es am Ende schmecken würde. Montagmorgen. Ich wachte früh auf. Ich wollte genug Zeit haben. Ich holte den Topf aus dem Kühlschrank und nahm das Fleisch heraus. Es hatte eine dunklere Farbe angenommen durch die Marinade. Ich trocknete es vorsichtig mit Küchenpapier ab. Das ist wichtig, damit es später gut anbrät. Dann erhitzte ich etwas Öl in einem schweren Schmortopf. Als das Öl heiß war, wirklich heiß, gab ich das Fleisch hinein. Das Zischen war laut und sofort füllte sich die Küche mit einem wunderbaren Aroma. Ich briet das Fleisch von allen Seiten an, bis es schön goldbraun war. Das dauerte vielleicht 15 Minuten. Man muss aufpassen. Es soll goldbraun werden, nicht dunkel oder schwarz. Dann gab ich das Gemüse aus der Marinade mit in den Topf und ließ es kurz mitrösten. Danach seifte ich die Marinade ab und goss sie langsam über das Fleisch. Ich fügte noch etwas Rotwein dazu, einen Löffel Tomatenmark und ließ alles aufkochen. Dann stellte ich die Hitze auf klein, legte den Deckel auf den Topf und ließ das Fleisch in Ruhe schmoren. 2 Stunden. Niedrige Hitze. Geduld. In dieser Zeit machte ich mich an den Rotkohl. Ich viertelte den Kohl, entfernte den Strunk und schnitt ihn in dünne Streifen. Das war ein bisschen mühsam. Rotkohl ist hart und man braucht ein gutes Messer. Dann würfelte ich einen Apfel ohne Schale und gab ihn dazu. Ich erhitzte etwas Schmalz in einem Topf, gab den Kohl und den Apfel hinein und ließ alles kurz anschwitzen. Dann kamen Essig, Zucker, Salz, Nelken und ein Lorbeerblatt dazu. Ich goss etwas Wasser an und ließ den Rotkohl bei kleiner Hitze langsam garen. Er brauchte ungefähr 1 Stunde. Die Küche roch jetzt schon wunderbar. Eine Mischung aus dem schmorenden Fleisch, dem süß-säuerlichen Rotkohl und den Gewürzen. Es war wie ein warmer, würziger Herbstduft, genau das Richtige für diesen Montag. Dann kam der schwierigste Teil des ganzen Tages, die Kartoffelklöße. Ich kochte die Kartoffeln mit Schale, bis sie weich waren. Dann ließ ich sie etwas abkühlen, schälte sie und drückte sie durch eine Kartoffelpresse. Das Ergebnis war eine feine, trockene Kartoffelmasse. Dann gab ich Kartoffelstärke, etwas Salz und ein Ei dazu und knetete alles zu einem Teig. Der Teig fühlte sich gut an. Ich formte die ersten Klöße, runde Bälle, etwa so groß wie eine Faust. Dann erhitzte ich Salzwasser in einem großen Topf. Das Wasser sollte nicht stark kochen, nur leicht sieden. Ich gab die Klöße vorsichtig hinein und wartete. Dann passierte es. Der erste Kloß begann sich aufzulösen, dann der zweite. Sie zerfielen einfach im Wasser, wie kleine Wolken, die sich langsam auflösen. Ich schaute in den Topf und konnte nicht aufhören zu lachen. Es sah wirklich komisch aus, meine wunderschönen runden Klöße einfach weg. Ich holte die Reste mit einem Löffel heraus, soweit das noch möglich war, und überlegte kurz. Dann las ich das Rezept noch einmal. Und da sah ich es. Ich hatte nicht genug Stärke verwendet. Das Verhältnis zwischen Kartoffeln und Stärke muss stimmen, sonst halten die Klöße nicht zusammen. Ich begann von vorne. Mehr Stärke. Ich knetete den Teig fester. Ich formte neue Klöße, diesmal etwas kompakter. Dann gab ich sie wieder ins siedende Wasser und diesmal hielten sie zusammen. Sie stiegen langsam nach oben, was bedeutet, sie sind fertig. Ich war so erleichtert und so stolz, dass ich fast laut gejubelt hätte. Falls ihr auch mal Kartoffelklöße macht und sie beim ersten Versuch auseinanderfallen, keine Sorge, das ist mir auch passiert. Einfach mehr Stärke und von vorne anfangen. Es klappt. Wenn ihr solche kleinen Küchenabenteuer mögt und gerne auf Deutsch zuhört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal Wow Spoken German abonniert. Ich erzähle hier regelmäßig neue Geschichten auf einfachem Deutsch und jede Geschichte ist ein kleines Fenster in eine neue Welt. Nach etwa 2 Stunden öffnete ich den Schmortopf und prüfte das Fleisch. Ich stach mit einer Gabel hinein. Es war so zart, dass es fast von selbst auseinanderfiel. Das war ein wunderbares Zeichen.
Jetzt machte ich die Soße fertig. Ich nahm das Fleisch heraus und stellte es warm. Dann pürierte ich das Gemüse in der Soße mit einem Stabmixer. Die Soße wurde glatt und dickflüssig und hatte diese schöne dunkelbraune Farbe. Ich schmeckte sie ab. Ein bisschen kräftig, leicht sauer, mit einer tiefen Würze. Ich gab noch einen kleinen Löffel Zucker dazu und etwas Salz. Dann war sie perfekt. Ich schnitt das Fleisch in dicke Scheiben. Es war dunkel außen und innen zart rosa-grau, so wie es sein soll. Ich richtete alles auf einem großen Teller an. Das Fleisch in der Mitte, die Soße großzügig darüber, der Rotkohl auf der einen Seite, ein Kartoffelkloß auf der anderen. Es sah wirklich schön aus. Ich machte ein Foto, weil ich einfach zu stolz war, es nicht zu tun. Dann setzte ich mich hin und aß. Der erste Bissen war ein Moment. Wirklich ein besonderer Moment. Das Fleisch war so unglaublich zart und würzig. Die Soße hatte diese Tiefe, diese Vielschichtigkeit, leicht sauer, warm, kräftig. Man schmeckte, dass sie lange gekocht hatte, dass da Zeit und Sorgfalt dahinter steckten. Der Rotkohl war süß-säuerlich und warm, fast wie ein kleines Chutney. Und der Kartoffelkloß, mein fast gescheiterter Kartoffelkloß, war weich innen und hielt perfekt zusammen. Ich saß da, aß langsam und dachte an meine Großmutter, an das alte Kochbuch mit den handgeschriebenen Notizen, an ihre kleinen Ratschläge am Rand der Seite. Nicht zu viel Salz. Geduld ist die wichtigste Zutat. Ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie dabei war, in der Küche, in diesem Gericht, in diesem Moment. Es gibt etwas ganz Besonderes daran, ein traditionelles Gericht zu kochen. Man verbindet sich mit der Geschichte dahinter. Man versteht ein bisschen mehr über das Land, über die Menschen, über die Kultur. Essen ist nie nur Essen. Es ist Erinnerung, es ist Gemeinschaft, es ist Liebe. Ich habe an diesem Tag wirklich viel gelernt. Über Sauerbraten, natürlich. Aber auch über mich selbst. Ich habe gelernt, dass Kochen Geduld braucht und dass diese Geduld sich lohnt. Ich habe gelernt, dass Fehler keine Katastrophe sind, sondern einfach Teil des Prozesses. Ich habe gelernt, dass man keine Angst haben muss vor neuen, langen, komplizierten Rezepten. Man fängt einfach an. Wenn ihr Lust habt, auch mal ein deutsches Gericht auszuprobieren, ich empfehle euch wirklich den Sauerbraten. Er braucht Zeit, ja, aber er ist jede Minute wert. Und wenn etwas schief läuft, zum Beispiel Klöße, die sich im Wasser auflösen, dann lacht einfach darüber und fängt neu an. Das gehört dazu. Ich würde so gerne wissen, habt ihr schon einmal ein deutsches Gericht gegessen? Oder sogar selbst gekocht? Was war euer Eindruck? Schreibt es in die Kommentare, ich lese alles und freue mich auf eure Geschichten. Und falls euch diese Geschichte gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das hilft dem Kanal enorm und zeigt mir, dass solche Geschichten auf Deutsch für euch nützlich und schön sind. Danke euch wirklich dafür. Es war mir heute eine große Freude, mit euch diese kleine Küchenreise zu teilen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und guten Appetit, falls ihr heute auch etwas Leckeres kocht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.